Mein Name ist Thilo und ich bin 30 Jahre alt, bin 1985 geboren in Berlin. Meine Mutter hat damals geheiratet und der Mann, den sie damals geheiratet hat, hat uns, nachdem ich geboren wurde, so ein halbes Jahr später verlassen. 1-2 Jahre ungefähr bin ich ohne Vater gewesen und dann hat sie wieder jemanden kennengelernt. Danach ging es dann weiter, dass sie jemanden kennengelernt hat, einen Arbeitskollegen. Also innerhalb von den ersten 6 Jahren in meinem Leben habe ich 3 verschiedene Vaterpersonen in meinem Leben gehabt. Ich glaube, das hat sich dann gekennzeichnet bei mir, dass ich immer auf der Suche war nach Anerkennung durch Musik, durch Graffiti, durch Basketballspielen. Das habe ich zu einem Extrem geführt, dass ich zum Beispiel beim Basketballspielen fast täglich nach der Schule direkt 5-6 Stunden draußen war mit meinen Kumpels. In meiner Teenagerzeit bin ich auch so ans Graffiti rangekommen und habe diverse Male halt auch illegal natürlich größtenteils meistens nur meinen Tag hinterlassen, meinen Namen. Die Basketballposter hingen zwar auch noch da, aber diesmal vereinzelt dann auch mit Graffiti-Postern, die ich echt cool fand von großen berühmten Sprayern aus der Welt. Bin zu diversen Walls oder Wänden halt in Berlin gegangen. Und das war schon so ein Ding gewesen, wo ich mich echt mit profiliert habe und echt wollte auch größer werden, besser werden. Also habe jeden Tag dann natürlich auch zu Hause skizziert, rumgemalt, meinen Namen versucht zu malen oder zu verbessern oder was auch immer. In die Richtung halt zu gehen, wo ich einfach besser werde und mehr Anerkennung bekommen kann. In meinem 16. Lebensjahr habe ich jemanden kennengelernt bei Basketballspielen, der ist einfach runtergekommen in den Innenhof und hat gefragt, ob er mitspielen kann, aber hat mich das auf Englisch gefragt und ich dachte, okay, cool. Und war für mich natürlich total krass, einen Ami kennenzulernen, der Basketball spielt, weil NBA war natürlich immer noch mein Traum und ich habe die Leute vergöttert da. In der Zeit hat er mir ab und zu mal Fragen gestellt, hat mir gesagt, dass er Christ ist und an Gott glaubt und mir Fragen gestellt auch, was ich davon halte und ich dachte so, ja, das ist echt cool, dass du Christ bist. Das habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich bin voll tolerant. Für mich war das irgendwie gar nicht ein Thema, dass ich das an mich ranlassen muss oder dass es überhaupt für mich ein Thema wäre persönlich. Bei ihm überhaupt zu sein, hat sich total gut angefühlt, weil der konstant freundlich war, liebevoll war, respektvoll war mir gegenüber, was ich von einem erwachsenen Mann auch so noch nie erlebt habe. In den nächsten paar Tagen habe ich irgendwann gesagt, ich denke, ich glaube an Gott. Und in der nächsten Woche sind halt, glaube ich, die gravierendsten Sachen passiert in meinem Leben, dass ich die Bibel gelesen habe und erstmal verstanden habe, warum ich umkehren muss oder mich wegdrehen muss von meinem Leben, was ich davor geführt habe. Ich bin so nach ein paar Jahren Christsein vielleicht ein bisschen innerlich frustriert geworden, weil ich für Sachen gebetet habe oder Sachen erhofft habe mir von Gott, die ich nicht einfach so bekommen habe oder auf die Schnelle bekommen habe und habe es halt in Beziehungen gesucht mit Frauen, mit Mädchen halt damals zu dem Zeitpunkt. Vor fast 5 Jahren bin ich dazu gekommen, mit einem Freund eine Rockband anzufangen. In der Zeit habe ich auch eine Freundin gehabt aus Brasilien, die mich rangebracht hat, Richtung Marihuana auszuprobieren. Und dann konnte ich es halt auch nicht mehr sein lassen und war dann bis am Ende auch so gewesen, dass ich 3-mal am Tag, morgens und abends, mittags, halt immer stoned oder high war irgendwie. Der Gott, der da nicht nur theoretisch bei mir war, sondern auch praktisch ganz nah bei mir war, hat sich in der Zeit nicht von mir weggedreht und ist nicht weggegangen. In den 2 Jahren, wo ich mich halt voll auf Rock'n'Roll konzentriert habe, habe ich 1-2 Mal gebetet, Papa, ich brauche einen Job jetzt. Ich habe ihn selbst da Papa genannt. Ich brauche einen Job jetzt irgendwie oder ich brauche ein bisschen Kohle, kannst du mir helfen? Und er hat innerhalb der nächsten 24 Stunden war sofort ein Auftrag irgendwo in der E-Mail drin oder kam jemand, hat mich was gefragt, hat mich angerufen. Jedes Mal. Gott hat 2010 ganz klar mit mir gesprochen und eingegriffen in mein Leben. In der Zeit hat Gott durch die Bibel, aber auch durch meine jetzige Frau und meine Schwiegermutter ganz klar mit mir gesprochen, in Gebeten auch. Dann habe ich mich halt entschieden nach diesen 3 Tagen intensiven Betens und wo Gott mit mir geredet hat, ich möchte jetzt ihm voll wieder nachfolgen. Ich habe alles aufgegeben, ich habe jetzt nichts mehr. Und dann haben mich meine jetzige Frau und meine Schwiegermutter eingeladen, bei denen zu wohnen, in einem extra Zimmer, was sie noch frei hatten. Und dann bin ich da eingezogen, die haben mich quasi in ihre Familie adoptiert.
Vor knapp 2 Jahren haben wir 3 und Stan ein Wohnmobil gekauft und sind komplett durch Europa, durch 22 Länder gefahren. Wir haben überall, wo wir gewesen sind, haben wir von Jesus erzählt, ganz praktisch auch versucht, den Leuten Gott näher zu bringen, wo ich auch Lieder geschrieben habe, die von Gott erzählen, meine eigene Geschichte mit Gott selbst auch. Ende 2015 wird mein Album rauskommen, mein erstes Solo-Lobpreisalbum, Anbetungsalbum. Es nennt sich Back to the Father, was natürlich komplett meine Geschichte auch erzählt, zurück zum Vater zu kommen. Und ich würde mir so wünschen für dich auch und nicht nur vorschlagen, aber dich herausfordern, such danach, finde raus, ob das stimmt, was ich hier erzähle. Finde heraus, ob der Gott wirklich lebt, ob er dir zuhört und ob er antworten kann, ob er heilt, ob er dich versorgt. Weil wenn du ihn suchst, lässt er sich finden. So einfach ist es. Now I follow you, Jesus.